Damit schauen wir jetzt noch einmal in den Bundesrat zu. Achim Unser jetzt auch mit einem Gast gerade noch in der Abstimmung gewesen. Da wollen wir die ersten Reaktionen einfangen. Genau, du sagst es. Und ich kann reden mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, Frau Schwesig. Guten Tag. Es hat geklappt, die Abstimmung. Sie haben es sogar geschafft, die Linken davon zu überzeugen, dass Sie hier Ja sagen dürfen. Wie haben Sie das geschafft? Wir haben in den letzten Tagen Gespräche geführt über die Vorteile des Paketes und die Nachteile. Und die Vorteile liegen auf der Hand für das Land. Einmal das große Investitionspaket. Wir müssen investieren in Bahn, Schiene, Brücken, aber vor allem vor Ort in Krankenhäuser, Kitas und Schulen. Wir haben auch mehr finanziellen Spielraum jetzt als Länder bekommen. Und der Kritikpunkt der Linken, dass es die Bereichsausnahme für die Sicherheit gibt, der wird von uns in der Regierung unterschiedlich bewertet. Aber ein Punkt stimmt. Warum eigentlich nur für den Bereich und nicht zum Beispiel auch für andere wichtige Bereiche wie Bildung? Und deshalb streben wir auch mit dem Bundestag eine große Reform der Schuldenbremse an. Das ist uns sehr wichtig. Sie haben das eben gerade auch schon ausgeführt, dass Sie eben wollen, dass die Schuldenbremse insgesamt reformiert wird. Jetzt ist das ja so ein gigantisches, sage ich mal, auch Schuldenpaket, was hier aufgenommen wird, was die nächste Generation tragen muss. Wie sieht es denn mit den aktuellen Generationen aus, sagen wir mal den Babyboomern? Werden die denn gar nicht belastet? Dieses Paket heißt, Kredite aufzunehmen, aber Deutschland ist stark genug, diese Kredite wieder zurückzuzahlen. Und vor allem kommt es darauf an, was machen wir mit den Krediten. Wir wollen ja in die Wirtschaft investieren. Wir brauchen wieder mehr Wirtschaftswachstum. Gerade die junge Generation ist darauf angewiesen, dass Deutschland wieder Fahrt aufnimmt. Und gleichzeitig nützt es nichts, wenn wir den jungen Generationen Investitionsschulden hinterlassen. Ja? Was haben junge Leute von kaputten Schulen? Wir müssen beides schaffen. Wir müssen investieren, aber so klug, dass Deutschland wieder zurückkommt, wirtschaftlich stärker ist und wir wieder eine bessere solide Finanzbasis haben. Der nächste Schritt, der jetzt folgen muss, ist natürlich dann, dass die Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden. Da hakt es gerade beim Thema Migration. Da hat jetzt der ehemalige SPD-Parteichef Sigmar Gabriel die SPD aufgefordert, die Asylwende nicht zu blockieren, sondern auch auf das Wahlergebnis zu schauen und das eben auch sozusagen daraus seine Lehren zu ziehen. Was sagen Sie dazu? Wir sind zwischen CDU und SPD in guten Gesprächen. Die Koalitionsverhandlungen laufen zu ganz vielen Themen. Und ich selber als Ministerpräsidentin fordere schon lange, dass wir zum Beispiel beim Thema Migration viel strenger werden beim Thema Straftäter. Die Bürgerinnen und Bürger haben keine Akzeptanz dafür, dass Menschen zu uns kommen, hier Schutz suchen. Aber wir müssen uns dann selber vor diesen Leuten schützen. Es sind wenige, aber die vergiften die Stimmung in der Bevölkerung. Und deshalb haben wir auch schon in den Sondierungen auch die SPD ganz klar Ja gesagt zu einer härteren Gangart zu Straftätern. Die müssen abgeschoben werden und dafür muss es auch einen Abschiebearrest geben. Wie stehen Sie dann persönlich zu dem Wort Abstimmung mit den Nachbarländern? Weil da sagt die Union, das heißt, wir sagen es denen, machen es dann trotzdem, dass wir eben zurückweisen an den Grenzen. Von der SPD heißt es, nee, das muss alles auch sozusagen, da muss es grünes Licht von den Nachbarländern geben. Ich spreche mich schon länger für Grenzkontrollen und Zurückweisungen an der Grenze aus. Das findet auch vor Ort statt. Wichtig ist aber, dass wir das auch besprechen, zum Beispiel bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mit den polnischen Nachbarn. Wir werden als Deutschland nichts gegen Polen machen können. Wir müssen das miteinander machen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch im gemeinsamen europäischen Umgang. Was glauben Sie, wie wird das ausgehen, diese Diskussion zwischen Union und SPD? Wird das in ein Ergebnis finden, mit dem die Union leben kann? Auch diese Diskussion haben wir ja geführt und uns schon in den Sondierungen geeinigt, dass es Zurückweisungen an den Grenzen geben soll, aber dass das eben mit den Nachbarn, mit den polnischen Nachbarn in unserem Fall besprochen werden muss. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass das gelingen kann. Vielen Dank, Frau Schwesig. Soweit die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern direkt nach der Abstimmung hier im Bundesrat. Achim, danke auch an dich.